Grüßt euch und herzlich willkommen zum Bau meiner Spinalanlage. In diesem Video dreht sich alles ums Drehen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zusehen. Hinweis: Die in diesem Video gezeigten Umbau- und Digitalisierungsarbeiten werden von einem Laien und Stümper ausgeführt. Ein eventueller Nachbau erfolgt unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung. Heute erneuere ich die Steuerung und den Motor. Warum mache ich das Ganze? Naja, es hat sich herausgestellt im Betrieb, auch gerade mit dem Filmen oder so, dass es unpraktisch ist, das immer auf den Punkt zu treffen. Und mich hatte vor 2 Jahren, und ich meine letztes Jahr, als ich die Drehscheibe eingebaut habe, hat mich schon ein Abonnent angeschrieben, ob ich Interesse hätte an einem Schrittmotor. Da habe ich dankend abgelehnt und habe es dann die ganze Zeit bereut. Jetzt habe ich den auf der Messe getroffen und habe mir gedacht, das war schon ziemlich geil, die Idee, haben mir ein Video gezeigt. Und ich war gleich begeistert. Tino, vielen Dank an der Stelle schon mal. Und jetzt mache ich das genauso. Ich hoffe, ich bekomme das auch hin. Und genau, jetzt fangen wir mal an. Dann stelle ich euch mal noch die Komponenten vor. Kurz und knapp. Hier haben wir mal die Schrittmotorsteuerung. Die ist auch digital verwendbar. Also die ist anscheinend mit Decoder. Ob ich das machen werde, weiß ich noch nicht. Jetzt muss ich mich dann sowieso erstmal mit dem Ganzen zurechtfinden. Genau. Und man kann, glaube ich, bis zu 48 Abfahrten machen. Theoretisch eine Schiebebühne oder eine Segmentbühne oder ein Paranoster heißt es, glaube ich. So einen kleinen Aufzug für Loks könnte man auch damit steuern. Genau, ich blende euch mal alles ein und packe es euch auch in die Videobeschreibung, wo ich das bestellt habe. Dann haben wir hier einen Schrittmotor. Da dachte ich eigentlich, dass ein Meter Kabel mit dabei ist, war aber nicht. Da habe ich jetzt auch schon das Kabel ein bisschen verlängert und einen Stecker dran gelötet, also so ein Flachstecker. Genau, das ist der Motor. Ich verlinke euch das mal unten drin. Und dann habe ich einen neuen Wellenantrieb gekauft, weil der Dingens hier, der Kopf ist ein bisschen breiter. Gut, und das sind dann die Hauptkomponenten. Jetzt tausche ich das mal aus und dann geht's los mit dem Programmieren. Heute sind wir mal an einem Ort, wo wir bei mir bisher relativ selten waren, und zwar unter der Anlage. Ich habe jetzt hier schon den Motor weggemacht, wie man sieht. Und das war alles ein bisschen tricky, weil hier an meinem Wellenadapter ist die Schraube gebrochen. Ich weiß nicht, ob man es gut sehen kann. Aber dadurch, dass ich das glücklicherweise nicht richtig festgezogen hatte, habe ich es dann ganz gut wegbekommen. Also ich werde jetzt als erstes mal hier unten die ganze alte Technik abbauen. Dann fange ich mal mit dem rabiaten Teil an und löse mal vorsichtig hier das Blättchen raus. So. Von unten schaut es jetzt so aus. Jetzt löse ich als erstes mal hier die Kabel. Weil ich habe das Netzteil habe ich schon angeschlossen an der Einspeisung. Das muss ich ja bloß, weil sonst müsste ich alles wieder durch die Segmente durchführen. Und jetzt lösen wir das Ganze hier mal ab. So, die alten Komponenten sind jetzt raus. Und jetzt habe ich hier schon das neue Stück quasi. Das wird jetzt eingesetzt. Beziehungsweise jetzt wird erstmal hier der Platz bestimmt, wo ich es hinmache. Jetzt drehe ich mal andersrum, dass ich da die Knöpfe nicht kaputt mache. So, das müssen wir ein bisschen schauen. Nachdem ich es geraspelt habe, auf die richtige Größe und geschliffen habe, passt das jetzt hier wunderbar rein. Genau, jetzt brauche ich dann von hinten eine Gegenplatte noch und vorher lackiere ich das hier noch alles schön, dass das wieder sauber ausschaut einigermaßen und dann kann man es schon einbauen. Nachdem der Lack getrocknet ist, habe ich die Steuerung auf eine kleine Trägerplatte geschraubt und jetzt wird es von hinten einfach dagegen geschraubt hier. Das passt jetzt hier wunderbar rein. Wie Arsch auf Eimer. Und jetzt wird es von hinten einfach hingeschraubt. So, jetzt ist es von hinten verschraubt und jetzt habe ich das auch gleich angeschlossen. Solltet ihr das nachmachen wollen, beachtet, dass ihr hier oben ein bisschen Platz braucht für den Stecker. Ich wollte das jetzt nicht alles nochmal umbauen. Deswegen habe ich oben einfach den Kunststoffschutz so ein bisschen weggefriemelt, dass halt die Kabel jetzt lose sind. Da geht man ja an sich nicht ran.
Und ansonsten soll es wahrscheinlich auch nicht so problematisch sein, das zu löten. Auf jeden Fall achtet darauf, dass ihr hier oben ein bisschen mehr Platz braucht für den Stecker. Gut, aber jetzt geht es weiter. Jetzt brauchen wir den Motor dann und der wird dann hier angesteckt. So, jetzt habe ich aber schon ein kleines Problem. Ich habe jetzt hier mal die Halterung vom Motor und wenn ich jetzt hier mal den Motor gegenhalte an die vorgesehenen Öffnungen, ich hoffe, man sieht es ein bisschen, dann sieht man nämlich schon, dass es nicht passt. Jetzt muss ich hier, habe ich mir schon ein bisschen markiert, fräse ich das ein bisschen auf. Und dafür nehme ich jetzt meinen Dremel und mache da die Löcher ein bisschen größer. Und schon schaut das Ganze besser aus. Jetzt habe ich als erstes mal die Halterung für den Motor angebracht. Da musste ich allerdings Distanzstücke einsetzen. Da könnte man jetzt so Distanzröhrchen nehmen oder so, aber sowas habe ich nicht da. Deswegen habe ich jetzt einfach hier an der Seite 7 mm Hölzer rein. Mit dem Abstand hier von den Schraubengewinden komme ich dann auf eigentlich 5 mm. Also wenn man jetzt hier an der Schraube 5 mm Distanzstücke reinmachen würde, würde man genau hinkommen. Und jetzt habe ich das schon mal angepasst in die Drehscheibe, aber da musste ich ein bisschen rumwerkeln, das zeige ich euch jetzt gleich mal. Und zwar war hier das Problem, dass hier die Köpfe von den Schrauben jetzt nicht mehr gepasst haben. Jetzt habe ich hier quasi neue Löcher gemacht und ein bisschen aufgebohrt, dass da die Köpfe reinpassen, weil ich ja ein bisschen die angepasst habe hier in der Breite, weil das nicht so hundertprozentig passt. Also das war ein bisschen tricky. Vielleicht hätte ich die Schraube hier, na, wo sind wir da? Die hier weglassen können. Das ist jetzt theoretisch hier die. Weil jetzt habe ich hier so einen Justierboppel abgezwickt und es geht sich aber alles gut raus. Und jetzt schraube ich ihn gleich mal hin. So, jetzt ist der Motor schon hingeschraubt. Es funktioniert auch alles. Ich habe dann den Imbus noch nicht angezogen gehabt, den Verbindungsimbus zur Drehbühne, weil ich dann noch leer durchgedreht habe, um zu schauen, ob es irgendwie eiert oder so. Oder ob es irgendwo hackelt, dass ich noch mal ein bisschen nachjustieren kann. Aber hat es jetzt nicht. Also es funktioniert jetzt auch schon. Ich habe jetzt hier auch schon mal ein bisschen gedreht. Und das macht jetzt schon Freude. Jetzt müssen wir das Ganze noch einstellen. Aber das ist, glaube ich, eine ganz feine Sache. Jetzt geht es dann ans Programmieren. So, jetzt hat sich schon eine kleine Problematik gezeigt, und zwar, das ist alles jetzt zwar fest, aber es ist trotzdem so ein bisschen Spiel drin. Und das lässt sich aber justieren, weil das ist dadurch, dass der Motor quasi auch so ein bisschen Spiel hat und über die gesamte Bühnenlänge ist das halt dann doch ein ganzes Stück. Aber das lässt sich einstellen. Jetzt versuche ich euch mal das zu zeigen, wie das funktioniert. Und zwar, wenn man das anmacht, das Ganze, dann erscheint als erstes bitte justieren. Da kann man den Nullpunkt einstellen. Also da kann man quasi das Abfahrt 1 Gleis ein bisschen nachjustieren. Also wenn man irgendwie mal dagegen rumpelt oder so, vermute ich mal. So, dann drücke ich das jetzt weiter. Dann erscheint ist jetzt das eigentliche Menü. Also hier könnte ich jetzt zum Beispiel Abfahrt 2 wählen. Hier zum Beispiel, wenn ich nach oben drücke, zeigt es mir jetzt Abfahrt 5 an, und wenn ich dann hierhin drücke, fährt die Drehscheibe zur Abfahrt Nummer 5. Das macht sie aber jetzt noch nicht, weil wir das noch nicht eingestellt haben. Deswegen stelle ich jetzt mal die grundlegenden Parameter ein. Dazu drücke ich die Taste oben und unten gleichzeitig. Dann komme ich zu den Einstellungen. Da gehe ich jetzt mal nach unten. Da erscheint als erstes die Anzahl der Abfahrten. Ich habe es bei mir auf 16 eingeteilt, deswegen gehe ich jetzt mal auf 16. Dann geht es weiter. Der Bühnentyp ist eine Drehscheibe. Getriebefaktor ist ganz witzig bei mir, weil ich habe eigentlich einen 60er bestellt, habe aber einen 80er bekommen. Das hat mich ein bisschen Nerven gekostet jetzt schon, bis ich das rausgefunden hatte. Deswegen gehe ich jetzt auf 80. Dann Getriebefaktor ist 1. Umlaufspiel ist bei mir so 65, das muss ich noch ein bisschen ausjustieren, ob das genau so hinkommt. Das ist quasi das Spiel, was die Bühne hat, wenn sie von einer Rechtsdrehung auf eine Linksdrehung wechselt.
oder Uhrzeigersinn auf eine Gegenuhrzeigersinn-Drehung. Dann drehen schnell ist 190, das passt, drehen langsam 160, Beschleunigung, da kann man wahrscheinlich, wie schnell sie andüst, einstellen. Das ist 4. Motorschritte 200 pro Umdrehung. Dann die Mikroschritte sind 64, Fahrstrom 500, Haltestrom ist 100 mA. Und dann haben wir noch Startverzögerung ist 0 und Soundlevel ist 15. Das stelle ich jetzt schon mal ein, weil das habe ich nämlich auch noch im Petto. Genau, und das waren dann erstmal, jetzt kann man hier theoretisch dann noch weiter Ausgänge einstellen und umpolen und ab welcher Abfahrt das dann der Fall sein sollte. Das wäre dann bei mir wahrscheinlich bei der 8. Das weiß ich jetzt gar nicht genau, da habe ich mich jetzt nicht mit befasst. Das ist für mich auch erstmal irrelevant, weil ich ja meinen Frog Juice habe. So, das ist jetzt wurscht. Jetzt mache ich als nächstes Enter und dann speichert es das und dann rechnet es schon mal die Schritte aus. So, und wenn es die Schritte ausgerechnet hat, ist es fertig und dann starte ich das Ganze neu. Jetzt habe ich das neu gestartet, jetzt erscheint wieder das Bitte justieren, das brauchen wir nicht. Auf den Enter-Knopf und dann kommen wir wieder zu dem Menü. So, jetzt habe ich das Umlaufspiel eingestellt. Das ist bei mir 74, das ist von Drehscheibe zu Drehscheibe unterschiedlich. Nehme ich mal an, weil man hat ja immer so ein bisschen das Spiel und das ist halt, das kann mal mehr und mal weniger sein. So, bei dem Kollegen, den ich habe, der hat 65 und ich habe jetzt zum Beispiel hier 74. Und wenn ich jetzt hier auf den Knopf drücke, dann fährt die eine halbe Umdrehung. Und wenn sie dann ankommt hier, soll es einigermaßen passen. Es kann aber sein, dass es jetzt nicht hundertprozentig passt. Tut es aber fast. Also da muss ich jetzt noch ein bisschen die Abfahrt korrigieren. Aber das ist jetzt gar nicht so tragisch, weil jetzt muss ich hier nämlich die Abfahrt 9 einstellen. Die kann ich jetzt theoretisch alle einzeln einstellen. Wichtig ist jetzt nur, dass wenn sie dann hier drüben wieder ankommt, dass es dann hier 100%ig passt, weil sonst bekomme ich über einen längeren Nutzungszeitraum wahrscheinlich eine Differenz rein. So, und jetzt zeige ich euch mal, wie ich das anpasse. So, man sieht jetzt hier noch den Versatz und hier habe ich die Abfahrt 9. Und wenn ich die Abfahrt anfahre, die ich, beziehungsweise zum Einstellen der Abfahrt, muss ich die Abfahrt anfahren, die ich einstellen möchte. Da drücke ich jetzt den Pfeil unten und den Pfeil rechts gleichzeitig. Und dann steht hier schon Abfahrt anpassen. Und jetzt kann ich mit Hilfe der Tasten das ausgleichen. Vorausgesetzt, ich drücke in die richtige Richtung natürlich. Was ich jetzt nicht habe, der macht jetzt die 75 Schritte quasi, also 74 plus 1, weil ich ja schon einmal gedrückt habe. Und jetzt kann ich das auf einen Millimeter genau hinfahren. Das ist jetzt bei Spur 0 vielleicht gar nicht so wichtig, aber bei anderen Spuren vielleicht schon, weil das, die Steuerung geht bestimmt auch für kleinere Drehscheiben. So, und dann drücke ich zum Speichern, drücke ich auf Enter. Gut, und jetzt müsste es passen. Und jetzt fahren wir wieder zurück zur Abfahrt 1. So, jetzt kommt schon das wunderschöne Häusl ins Bild. Und jetzt geht's, jetzt müsste eigentlich hundertprozentig passen. Das andere würde mich enttäuschen. So, und es passt sehr gut. Genau, und das ist dann schon mal die Grundjustierung von der Drehscheibe. Und jetzt muss ich jede einzelne Abfahrt quasi einstellen. Jetzt habe ich das mal so weit eingestellt, dass es einigermaßen passt. Also ein bisschen feinjustieren werde ich eventuell noch müssen. Aber jetzt wollte ich das Ganze mal mit einer Lok ausprobieren. Und jetzt fahre ich mal zu meiner Abfahrt Nummer 10. Und dann müsste ich eigentlich schon schön drauf düsen können. So, da fährt sie schon an. Ich habe sie ein bisschen schneller eingestellt, weil sonst sterbe ich davor. So, und dann probieren wir es mal aus.
Ah ja, schaut doch schon mal ganz gut aus. Jetzt drehe ich es um 180 Grad. Dazu muss ich einfach nur den Enter-Knopf drücken und dann müsste es eigentlich schön runterfahren können. So, jetzt schauen wir mal, ob wir gut runterfahren können. Gut, das hat schon mal gut geklappt. Jetzt fahre ich mal weiter zur 1. Das soll es dann hiermit erstmal gewesen sein. Das wird sich jetzt im alltäglichen Gebrauch dann quasi zeigen, ob das cool ist und ob ich nachjustieren muss und wie ich nachjustieren muss. Ich halte euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden. Jetzt habe ich noch ein kleines Schmankerl für euch. Und zwar habe ich hier jetzt noch ein kleines Soundmodul. Das wird jetzt noch angeschlossen. Und dann schauen wir mal, ob die Drehscheibe Töne von sich gibt. So, jetzt habe ich mal das Soundmodul angeschlossen. Jetzt schauen wir mal. Oh. Sehr schön. Das ist jetzt alles soweit programmiert und angeschlossen. Jetzt habe ich hier noch das rot-braune Kabel, was man hier noch sieht, an den Digitalstrom angesteckt. Weil jetzt zeige ich euch mal, das kann man nämlich auch digital betreiben, das Ganze. So, jetzt versuche ich euch mal das zu zeigen. Ab Werk ist der Decoder mit auf 225, also auf die Adresse 225 eingestellt. Und dann habe ich hier auf die 226, auf den Minus-Dingens, habe ich die 180-Grad-Drehung geschaltet. Das heißt, wenn ich das aktiviere, dann dreht sich die Drehscheibe um 180 Grad. Wenn sie dann den Punkt erreicht hat, dann kann ich theoretisch hier, habe ich drunter -1 und +1. Da kann ich jetzt zum Beispiel eine Abfahrt zurückfahren auf die 8. Fahren wir mal noch eine weiter. So. Und in die andere Richtung mit +1 geht es natürlich auch. Und jetzt habe ich hier dann noch auf Gleis 1 programmiert. Da fährt sie dann wieder zurück auf die Ursprungsposition, also quasi auf die Einfahrt. So, jetzt ist es theoretisch noch möglich, das mit Vorwahl zu machen. Also quasi, dass ich auf Gleis 3 programmiere oder Abfahrt 3 programmiere oder Abfahrt 5 oder 8 oder wurscht, was ich halt Bock habe. Ob das jetzt mit der Z21-App funktioniert, das weiß ich jetzt nicht. Ich habe es zumindest noch nicht hinbekommen. Das ist aber jetzt auch erstmal irrelevant. Das funktioniert jetzt mal soweit. Jetzt zeige ich euch noch meine Einstellungen. So, jetzt wage ich auf Stellwerk. Und dann habe ich hier, das habe ich so programmiert, dass es quasi 180 Grad dreht. Aber das macht es jetzt, glaube ich, in beide Richtungen. Ja, genau. So, also so ist es richtig. Dann habe ich die Adresse 227 habe ich mit 1.1 besetzt. Das ist dann quasi dass es einen Abgang zurückfährt. Dass es einen Abgang vorfährt, habe ich die Adresse 227 mit 00 besetzt. Und für Gleis 1 habe ich die Adresse 229 mit 00 besetzt. Also quasi, ich weiß nicht, ob man das sieht. Hier die 226 mit 00 ist quasi 180 Grad Drehung. Die 227 mit Minus
Also mit 00 ist nächste Abfahrt im Uhrzeigersinn. Und 227 plus ist nächste Abfahrt gegen Uhrzeigersinn. Und dann noch die 229 ist Abfahrt 1 anfahren, kürzester Weg. Genau, so schaut es jetzt aus. So, und da mir das Ganze jetzt schon so viel Spaß macht, hole ich mal noch eine Lok raus zum Abschluss quasi. So, dann kriegt sie noch frische Kohlen. Und dann kann sie abfahren. Gut, das soll es dann mit dem Video gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal.